Neben dem Aussehen der zukünftigen Siedler in Projekt HGLG stellt uns Art Designer Holy Hit auch das neue Schutz- und Unterdrückungssystem vor, welches kurz gesagt das Verstecken des letzten Verteidigungsturms bzw. des sogenannten Safe-Turms entschärfen soll, dazu aber gleich noch mehr. Der nach wie vor namenslose sowie inoffizielle Nachfolger zu Die Siedler 3 und 4 macht weiter beachtliche Fortschritte und fügt sich nach und nach zu einem interessanten Gesamtbild zusammen, welches absolut neugierig auf mehr macht und durchaus seinen festen Platz unter den Siedler-like-Spielen finden könnte. In Die Siedler 3 und vor allem in Die Siedler 4 mit seinen viel größeren Karten kam es im Late Game manchmal zu der Situation, dass Spieler A längst praktisch gewonnen hatte, Spieler B aber nicht aufgeben wollte und so seinen letzten Verteidigungsturm irgendwo auf der Karte versteckt hatte. Was darauf folgte, war ein minutenlanges Katz-und-Maus-Spiel, welches an der Ausgangslage in der Regel nichts mehr änderte, aber für den ein oder anderen Frustmoment sorgen konnte. Dies war dem ursprünglichen Game Design geschuldet, durch das man lediglich ein Militärgebäude benötigte, um weiter siedeln zu können. Dieses System muss natürlich auch der Nachfolger im Geiste beibehalten, wird dies aber durch das neue Schutz- und Unterdrückungssystem entschärfen bzw. deutlich anders handhaben können. Militärgebäude erweitern nämlich nicht nur euer Land, bzw. schützen die eigenen Landesgrenzen vor Rheintower-Versuchen, sondern haben nun auch eine Art Schutzfunktion für die Zivilbevölkerung. So soll es nun möglich sein, ungeschützte Bereiche einer Siedlung, die also nicht im Einflussbereich eines Militärgebäudes stehen, zu unterdrücken. Was wiederum bedeutet, dass Militär einer verfeindeten Fraktion im eigenen Land an ungeschützten Stellen für Unterdrückung sorgt und so die Träger und die Produktionsgebäude von der Arbeit abhält. Sozusagen ein ähnliches System wie in Die Siedler Neue Allianzen, nur deutlich weitergedacht. Damit eine verfeindete Militäreinheit jetzt nicht einfach kreuz und quer durch die eigene Siedlung rennen kann und so im Zweifel bereits die gesamte Wirtschaft lahmlegt, wird dieser Unterdrückungsanspruch an Grundwerten festgemacht, die mit der Größe der Siedlung und dem eigenen Militär ansteigt und dementsprechend durch eine größere Masse an Truppen gekontert werden muss. Mittlerweile hat man sich außerdem auf ein Artdesign der Siedler festgelegt und sich dabei wohl sehr an Die Siedler 2, die nächste Generation, mit seinem kindlichen Knuddellook orientiert. Das wiederum bedeutet, dass man sich an große Hände mit 4 Fingern sowie extrem große Nasen gewöhnen muss. Die hier präsentierte Version soll einen römischen Träger darstellen, der gut an seiner Schärpe zu erkennen ist, die später in der gewählten Spielerfarbe erstrahlen soll. Militäreinheiten werden sich an ihren Rüstungen erkennen lassen. Das Design des Schilds sowie der Kopfkranz stehen für den Rang der Einheit. Der General als stärkste Einheit wird dabei über einen goldenen Helm mit goldumrandeten Schild verfügen. Und falls ihr zufällig gut mit C# oder Unity umgehen könnt und gerne am Projekt mitwirken möchtet, meldet euch doch gerne auf dem HGLG Discord, denn in diesem Bereich wird aktuell noch nach Verstärkung gesucht. In diesem Sinne, auf eine wuselige Gaming-Zukunft, gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mehr solchen Content erhalten möchtet und bis zum nächsten Mal.